Speedy erkundet mit seinem Skipper Christoph die Ostsee um Fünen. Ein Ostsee-unerfahrener Skipper in einem 6-Meter-Boot mit Elektromotor. Kann das gut gehen? Mit meiner Ultimate 20 will ich den ganzen August rund um Fünen verbringen. Früher war ich eher im Luftraum unterwegs, natürlich auch mehrheitlich motorlos. Dabei habe ich allerdings bereits Respekt von den Naturgewalten gewonnen. Da für die nächsten Tage heftige Winde bis 8 Beaufort vorhergesagt sind, entschließe ich mich wieder nach Nyborg zurückzukehren. Es ist bereits merklich böiger als gestern und auch die Wellen sind größer. Der Autopilot ist bei diesen Verhältnissen viel zu träge und ich kann ihn nicht mehr einsetzen. Beim Einhandsegeln hat man sprichwörtlich oft eine Hand zu wenig. Dann leidet entweder das Film oder der perfekte Segeltrim etwas. YouTube-Daumen nach oben interessieren mich übrigens deshalb nicht, weil ich niemanden zu so etwas nötigen will. Diese amateurhaften Filmchen mache ich nur für mich. Falls es aber jemanden interessiert, freut es mich natürlich. Ich habe mich selber mit unzähligen Videos auf mein kleines Abenteuer vorbereitet. Natürlich war dann aber das Erleben um einiges besser als alle Videos zusammen. Diese Bedingungen sind so richtig nach meinem Geschmack. Gelegentliche starke Winde kenne ich auch vom Zürichsee, meinem Heimatrevier, aber Wellen gibt es nur sehr selten.
Die Fock wirkt kaum noch. Es wäre eigentlich Zeit für den Genacker, aber ohne Autopilot ist das dann doch viel stressiger. Und ich habe ja Zeit. Warum bin ich mit einer Ultimate 20 auf der Ostsee unterwegs? Weil mir dieses Boot gehört. Es ist leicht zu transportieren, einhandtauglich, unsinkbar, sagt der Hersteller. Und, schau dir dazu doch einfach mein Video Room Tour an. Nach der Brückenpassage nehmen Wind und Welle ab und das Segeln wird wieder ganz entspannt. Wenige Stunden nach dem Festmachen in der Marina von Nyborg ist der angekündigte Wind da. Auch am nächsten Tag hat es noch viel Wind, aber wenigstens scheint die Sonne und ich mache einen Landausflug nach Egeskov. Hier finde ich auch einen Hinweis auf ein paar leidenschaftliche dänische Segelflieger. Ja, die gibt es auch hier. Ich kenne selber eine Handvoll dänischer Piloten. Wenn du wissen willst, warum ich das mit Elektromotor mache und ob das funktioniert, wieso ich alleine unterwegs bin, wie ich zum Segeln gekommen bin, dann bleib dran an Speedy Gone Sailing.